Hallo ihr Lieben, heute zeige ich dir, wie ich mein Vollkornbrot mit Röstzwiebeln selber mache. Im ersten Schritt kommt Wasser in die Maschine plus die Hefe. Wenn sich die Hefe gut aufgelöst hat, kommt dann das Weizenmehl hinzu. Da ist es ganz wichtig, kein 405er Mehl zu benutzen, sondern das 550er. Ansonsten bekommst du nicht dasselbe Ergebnis wie ich. Das ist wirklich ganz wichtig. Danach kommt Weizenvollkornmehl noch hinzu. Alle Mengenangaben schreibe ich dir wie immer unten in die Beschreibung. So, dann kommt noch Salz hinzu. Das Ganze wird dann ein paar Minuten geknetet und dann erst am Ende kommen die Röstzwiebeln dazu. Das Ganze wird ungefähr 10 bis 15 Minuten geknetet in der Maschine. Wenn das dann erledigt ist, brauchst du eine Schüssel, die du gut einfettest. So, in den Schritt wird dann der Teig gedehnt und gefalten. Das wiederholst du 3-mal alle 30 Minuten, so wie ich das im Video mache. Das ist ganz wichtig, wenn man das nicht macht, bekommt man auch nicht dasselbe Ergebnis, wie ich das gleich am Ende dir zeigen werde. Das Ganze wandert dann wieder in die Schüssel, gut abgedeckt. So schaut der Teig dann beim letzten Mal aus. Das Volumen hat sich auch schön verdoppelt. So, wenn du das dann 3-mal gemacht hast, wird dann das Gärkörbchen gut bemehlt. Du könntest auch eine kleine Schüssel nehmen und ein Küchentuch hineintun, falls du keinen Gärkorb hast und das gut bemehlen und den Teig auch einfach reintun. Also dafür brauchst du nicht unbedingt ein Gärkörbchen. Der Teig wird dann auf die Arbeitsfläche gestürzt und das Ganze wird dann zum letzten Mal gedehnt und gefalten. Auf die Art, wie ich das jetzt gerade mache, von außen nach innen. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann vergiss nicht, einen Daumen da zu lassen. So, wenn das dann erledigt ist, dann einmal schön nochmal drehen. Oben kommt dann eine kleine Portion wieder Mehl drauf. Und das Ganze wandert dann in den Gärkorb für circa 1 Stunde. In der Stunde wird dann der Backofen auf 250 Grad vorgeheizt, Ober- und Unterhitze, plus den Gusseisentopf, damit er richtig schön heiß wird. Das ist ganz wichtig. Der Teig wird dann noch gut abgedeckt, das ist auch wichtig. So, Gusseisentopf in den Backofen. Wenn die Stunde dann vorüber ist, dann vorsichtig, also mit Backhandschuhen am besten, den Deckel entnehmen und vorsichtig den Teig dann in den Gusseisentopf tun. Du könntest es auch mit Backpapier tun, das ist einfacher. So, das Ganze wird dann geschlossen und wird dann 15 Minuten bei 250 Grad gebacken. Nach 15 Minuten stellst du die Hitze auf 230 und das Ganze wird nochmal 35 Minuten gebacken. Und dann ist auch schon das Brot fertig. Wenn das Brot dann fertig gebacken ist, muss es einmal komplett auskühlen, bevor du es anschneiden kannst. Und so schaut das Ergebnis dann aus. Es ist wirklich von innen sehr weich, die Kruste ist sehr fest geworden und es duftet unglaublich gut nach Zwiebeln. Noch ein kleiner Tipp, getoastet schmeckt das Brot noch viel, viel besser mit ein Stück Butter und ein paar Tomaten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.